Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute 5 Rohstoffaktien an, die von Trumps Politik deutlich profitieren könnten. Welche Aktien das sind, das erfahrt ihr gleich im Video. Dass Donald Trump sich in die Aktienmärkte in der einen oder anderen Weise einmischt, haben wir ja schon mitgekriegt. Und jetzt schauen wir uns mal 5 Rohstoffaktien an, die tatsächlich durch ein Gesetz profitieren könnten, das eben geplante Minenprojekte in den USA schneller zur Genehmigung bringen soll. Und welche Aktien das sind, schauen wir uns gleich nach dem Risikohinweis an, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir mal rein ins Video. Und der gegebene Anlass ist hier eben dieses Gesetz, was Donald Trump auf den Weg gebracht hat. Und das soll insgesamt 10 Bergbauprojekte in den USA beschleunigen. Da profitieren verschiedenste Firmen und verschiedenste Rohstoffe davon. Und wir schauen uns mal diese 5 an. Das ist einmal Perpetua Resources, eine Gold- und Antimon-Mine. Dann haben wir auch einiges an Kupfer und Silber. Ja, Rio Tinto ist dabei, Hecla Mining. Lithium ist ebenfalls dabei mit Albemarle und auch Standard Lithium ist relevant hier mit seinem Projekt in Arkansas. Das Projekt hier mit der Kohle, das lasse ich mal außen vor, weil ich glaube, Kohle ist jetzt kein so interessanter Rohstoff, den man jetzt, also für mich, zumindest von meiner Seite aus, nicht so relevant. Deswegen fokussiere ich mich lieber mal auf die Metalle. Und ich habe auch mal ein bisschen übersichtlich dargestellt, was das denn eigentlich so ganz genau bedeutet. Ja, man muss ja immer alles in Relation setzen. Die geplanten Projekte, was bringen die? Das ist natürlich das Wichtigste, weil die News schon raus ist, auch schon einiges eingepreist ist. Bei der einen oder anderen Aktie mehr, bei der anderen weniger, aber es ist gut im Hinterkopf zu behalten, vor allem welche Umsätze davon generiert werden können. Und bei einigen Projekten sind es nur mehrere 100 Millionen US-Dollar pro Jahr. Die genauen Zahlen sind immer schwierig, weil ja, das muss dann am Ende die Mine zeigen, wie effizient sie arbeitet. Aber das ist schon mal so ein grober Richtwert dafür, inwieweit die Bewertung vielleicht auch schon auf dem aktuellen Niveau vielleicht ein bisschen zu hoch ist und da auch schon sehr viel vorgegriffen ist. Aber wir sprechen hier von einigen 100 Millionen Euro für Perpetua, für Hecla, und auch fürs Standard Lithium. Albemarle und Rio Tinto könnten auch den Milliardenbereich knacken. Gerade Rio Tinto mit seinem Projekt bei der Kupfermine in Arizona könnte hier mehrere Milliarden Umsatz generieren dadurch. Und Kupfer finde ich auch ein sehr, sehr interessanter Rohstoff, da hier eine Knappheit vorhergesagt wird in die 2030er Jahre hinein. Da ist noch sehr, sehr viel Zeit bis dahin, aber da sollte ein größerer Gap entstehen. Eine größere Lücke, was Angebot und Nachfrage angeht. Das heißt, wir haben zu viel Nachfrage für zu wenig Angebot und das ist natürlich auch interessant für die Rohstoffpreise dann in dem Jahr. Aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Video. Grundsätzlich haben wir jetzt hier sehr, sehr interessante Rohstoffe mit Lithium, was aktuell auch sehr interessant ist, mit dem aktuellen Lithiumpreis und auch natürlich Gold und Silber, die auch sehr, sehr stark am Steigen sind. So. Gehen wir jetzt mal in die einzelnen Aktien rein und wir gucken uns natürlich wieder in der Chartanalyse an. Wir fangen an mit Perpetua Resources. Hier ist auch schon einiges eingepreist. Ihr seht es hier auch schon an dem Chartbild. Ja, wenn wir so ein bisschen größer rauszoomen sogar, sehen wir, die Aktie kommt hier ungefähr so von 4 kanadischen Dollar und ist schon bei ungefähr 25 kanadischen Dollar angelangt. Also hat sich schon mehr als versechsfacht. Wir haben jetzt hier bei der Aktie auch schon eine Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden kanadische Dollar. Das ist schon sehr viel, ja, da ist schon einiges eingepreist, aber ich denke, da ist auch noch ein bisschen Luft, vor allem wenn der Goldpreis weiter steigt. Das ist ja eine Gold- und Antimonmine und dementsprechend glaube ich auch, dass man sicherlich, gerade weil man jetzt kurzfristig diese Widerstandszone geknackt hat, hier auch eventuell mit auch vor allem weiter steigenden Goldpreisen hier dieses Allzeithoch bei um die 50 kanadischen Dollar durchaus erreichen kann. Also es ist ein bisschen ein spekulatives Investment, ganz klar. Auf dem aktuellen Niveau ist es natürlich auch mit einem gewissen Risiko behaftet, weil viel schon eingepreist ist. Wir haben schon eine relativ hohe Marktkapitalisierung und deswegen ist das Chanceverhältnis vielleicht nicht ganz so gut wie bei anderen Aktien. Aber ich finde es immer noch nicht schlecht und wer es interessant findet, schaut es sich gerne mal an. Wir haben jetzt hier natürlich eine Aktie, die jetzt keine großen Umsätze hat. Ja, die Umsätze sollen ja erst kommen und dementsprechend können wir es auch schlecht bewerten. Aber wie gesagt, rein von der Charttechnik her sieht die Aktie ziemlich gut aus. Ja, alles intakt und auch diese Widerstandszone, wie gesagt, aus dem Weg geräumt. Das heißt, kurzfristig deutet der Trend aufwärts hin, ja, dass die Aktie auch weiter steigt. Gucken wir mal dann bei den 30 kanadischen Dollar, ob da einen größeren Widerstand kommt.
kommt. Und ich würde sagen, bei größeren Rücksetzer kann man die Aktie definitiv mal auf die Watchlist packen. Und ja, wer daran glaubt, kann auch natürlich jetzt schon vielleicht sukzessive einsteigen. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber ein interessantes Projekt. Und wenn wir mal andere Minenaktien anschauen, wie zum Beispiel MP Materials im Bereich seltene Erden, die sind ja auch ziemlich explodiert nach der Ankündigung. Ich glaube, das Pentagon ist da eingestiegen. Also da ist schon ordentlich was drin hier in dem Bereich von amerikanischen Minen und deswegen ist die Aktie auch interessant. Kommen wir mal zu Rio Tinto. Rio Tinto ist natürlich ein Global Player. Ja? Wir haben jetzt hier eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar. Da ist natürlich auch entsprechend die Auswirkungen auf einzelne Projekte vielleicht nicht unbedingt so groß. Wir haben jetzt 2024 einen Gesamtumsatz gehabt von 54 Milliarden Dollar. US-Dollar und da kommen jetzt ja entsprechend durch das Projekt vielleicht ein paar Milliarden dazu. Also große Auswirkungen hat es jetzt unmittelbar nicht, aber es ist wie gesagt ein Kupferprojekt und damit ist es ein Rohstoff, der tendenziell gerade auch was Perspektive 2030 angeht, wenn man hier entsprechend stark steigende Kupferpreise sehen könnten durch das Angebotsdefizit, dann könnte das auch entsprechend solche Aktien wie Rio Tinto bevorzugen, die dann einen größeren sagen wir, einen größeren Einfluss haben durch den Kupferpreis oder beziehungsweise die Aktien einen größeren Hebel darauf. Und dementsprechend ist die Aktie auch sicherlich ein Kandidat für die Watchlist. Es ist ja auch eine interessante Aktie, was die Dividende angeht, ja. Wir haben jetzt hier eine leicht rückläufige Dividende, aber wir kriegen immer noch 4 US-Dollar pro Aktie, das sind immer noch 6,4%. Und tendenziell, wenn es ein bisschen besser läuft mit den Metallpreisen, dann ist natürlich auch Rio Tinto generell ein spendabler Dividendenzahler. Das heißt, man könnte dann auch hier mit entsprechend steigenden Dividenden noch rechnen. Die Dividende aktuell ist vom Ausschüttungsniveau her immer noch bezahlbar. Ja, also da besteht eigentlich kaum Risiko, dass man jetzt größere Dividenden Kürzungen oder Streichungen hat. Wir haben allerdings schon kleinere Dividendenkürzungen gesehen, aber dass sie komplett wegfällt, halte ich doch dennoch für ziemlich ausgeschlossen. So, jetzt gucken wir uns mal die Finanzdaten an von Rio Tinto. Und das ist leider bei TradingView manchmal so, dass man hier nicht die ganzen Zahlen hat. Aber was wir auch sehen, was die Aktie natürlich so ein bisschen am Boden hält, beziehungsweise die schlechte Performance erklärt, ist auch das Umsatzwachstum. Ja, wir haben jetzt hier eher rückläufiges Umsatzwachstum, beziehungsweise einen Umsatzrückgang. Und dementsprechend ist die Aktie natürlich auch ein bisschen natürlich leidet darunter. Was das Bewertungsniveau angeht, sind wir im Niemandsland. Wir sind eigentlich im Grunde fair bewertet, ja. Da kann man jetzt schwer sagen, ob man die Aktie jetzt, ob da jetzt sofort ein Turnaround kommt oder nicht. Ja, auf dem aktuellen Niveau ist es sicherlich interessant von der Dividendenrendite und ich denke, wenn man in solche Aktien einsteigen sollte, dann kann man vielleicht jetzt eine Teilposition etablieren und sollte die Aktie doch nochmal einen Rücksetzer machen, dann kann man entsprechend nachlegen. Und ich glaube, das ist so die beste Variante, wenn man Rio Tinto interessant findet. So, kommen wir nun zu Hecla Mining. Hecla Mining ist auch ziemlich interessant, weil es natürlich im Bereich Silber ist. Und Silber performt ja sehr, sehr gut. Ja, das sehen wir nicht nur am Silberpreis, sondern auch die Silberminenaktien ziehen jetzt so langsam nach. Und für Hecla ist es ganz klar, sind wir auf dem Weg in Richtung 9 kanadische Dollar, da wo wir dieses letzte Zwischenhoch hatten. Da ist diese Widerstandszone und wenn wir mal ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir dieses ganz große Bild. Und das ist eigentlich das, was mir sehr gut gefällt. Ja, wir haben jetzt diese große Abwärtstrendlinie hier unten. Ich kann die auch mal ein bisschen fetter machen, sogar noch fetter. Und das ist eben dieser relevante Chartausbruch, wo ich sage, boah, wir haben jetzt so einen langen Abwärtstrend und der ist jetzt gebrochen und was wir danach normalerweise sehen, ist auch ein entsprechend explosive Aufwärtstrend danach, ja. Das heißt, die Aktie kann in relativ kurzer Zeit auch mal gut 100% machen, ja, das ist nicht ausgeschlossen. Aber soweit sind wir noch nicht. Es hängt natürlich auch stark vom Silberpreis ab. Das heißt, wenn Silber korrigiert, dann könnte das die Aktie natürlich auch mit Leidenschaft nehmen und den Aktienkurs ein bisschen runterziehen, sage ich mal. Aber wie gesagt, wir sind aktuell sehr, sehr bullish und ich denke, ja, das nächste Kurs ist definitiv hier diese Widerstandszone bei 49. Und dann müssen wir mal schauen, wie der Silberpreis reagiert. Sollten wir bei Silber über 40 Dollar steigen, glaube ich auch, dass wir hier bei Hecla Mining deutlich höhere Kurse, also dann im zweistelligen Bereich sehen. Das ist so mein Fahrplan, was ich hier für Hecla Mining erwarte. Gucken wir uns mal an, was die Bewertung angeht. Da sind wir jetzt hier bei einem KUV von 5, ja, das ist, was wir die letzten Jahre anschauen, hier schon mal am oberen Ende der Bewertung. Ja, die Aktie ist also definitiv nicht günstig, aber sie ist auch jetzt, würde ich mal sagen, unter dem Aspekt, dass wir
steigende Silberpreise haben, beziehungsweise anhaltend hohe Silberpreise, was für hohe Margen sorgt, würde ich das auch nicht als zu teuer bezeichnen. Ja? Wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass Heckler Mining durchaus auch mal deutlich höhere KUVs erreichen kann. Und wenn der Silberpreis weiter steigt, in Richtung $50, dann sehen wir auch bei anderen Silberminenaktien teilweise KUVs im zweistelligen Bereich. Also da finde ich einen KUV von 5 aktuell eigentlich okay. Es ist günstig haben wir natürlich immer besser, aber es ist kein Grund, die Aktie jetzt nicht zu kaufen. Ja, auch die Fundamentalkennzahlen deuten ja oder zeigen das, was ich ja gesagt habe, dass wir eben deutlich verbesserte Bruttomargen haben. Ja, wir sehen jetzt hier natürlich die Auswirkungen des anhaltend hohen Silberpreises, und wenn Silber noch weiter steigt, dann könnten wir sogar mit der Bruttomarge in Richtung 50% laufen. Ja, die Nettogewinnmarge geht mit einher, freie Cashflows sind top. Das ist natürlich immer was Relevantes für die Dividende, obwohl die Dividendenrendite hier bei Heckler Mining jetzt nicht so relevant ist. Da haben wir jetzt eigentlich nur eine Dividendenrendite von 0,4%, aber ihr seht auch schon, die Dividende wird auch angehoben und durchaus möglich, dass wir hier noch stärkere Dividendenanhebungen sehen. Was man auch manchmal sieht, ist ja auch eine Sonderdividende teilweise. Also bleibt ein spannender Sektor, wie gesagt, aber es sind natürlich zyklische Aktien, ja. Das heißt, wenn der Silberpreis dann in den Bärenmarkt geht, muss man die Aktien auch abstoßen. Aber das verfolgen wir ja hier auf dem Kanal, deswegen in eigener Sache gerne lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Das wird den Kanal unterstützen, vor allem den YouTube-Algorithmus natürlich, und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ja, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank vorab. So, ja, wie gesagt, das ist zu Heckler Mining. Umsatzwachstum ist natürlich auch dementsprechend geschuldet dadurch, dass wir natürlich höhere Preise erzielen für das Silbererz bei gleicher Menge. Höhere Preise bedeutet Umsatzwachstum, ja, vom Geld her. Ja, das ist dementsprechend dann auch natürlich, beflügelt dann auch den Aktienkurs schlussendlich. Also Heckler Mining ist definitiv eine Aktie, die man auch aus dem charttechnischen Bild, nicht nur aus dem fundamentalen Bild des Silbermarktes sicherlich kaufen kann oder mindestens mal auf die Watchlist packen kann. Und auf dem aktuellen Niveau, wenn ich mir das so im großen Bild anschaue, im Big Picture, dann glaube ich, haben wir noch das Beste vor uns. So, kommen wir mal zur Albemarle. Der Lithiummarkt hier, und da ist Albemarle ja, würde man sagen, der Branchenprimus. Ja, also das ist im Prinzip die Aktie, wenn man an Lithium denkt, würde ich sagen. Und Albemarle ist auch schon ziemlich gut gelaufen, und das hat so die Tatsache, dass hier, ich sag mal, die eine Mine in China geschlossen wurde, und die sorgte für 6% der Weltproduktion, und das ist natürlich schon ein großer Einfluss. Das kommt dann natürlich in die Nachrichten, das hat dann auch, ja, ich sag mal, so ein Sondereffekt, sage ich mal, auf die Kurse. Man muss schauen, ob die Mine länger außer Betrieb bleibt. Ja, dann können sich die Aktienkurse auch halten. Sollte die wieder in Betrieb gehen, ja, dann haben wir auch wieder sinkende Preise beim Lithium, und das könnte die Aktien dann auch belasten. Das heißt, auf dem aktuellen Niveau ist die Aktie charttechnisch sicherlich interessant. Ja, das deutet alles darauf hin, dass wir einen neuen Aufwärtstrend etablieren, beziehungsweise hier diesen Abwärtstrend und Bärenmarkt eigentlich beendet haben. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn wir hier vielleicht nur noch ein bisschen ansteigen und dann auch wieder einen größeren Rücksetzer sehen sollten. Wie gesagt, es spielt aktuell oder das Ganze ist aktuell nur getrieben oder hauptsächlich getrieben durch diese Nachrichten aus China wegen dieser Mine dort. Aber was ich sehr, sehr gut finde bei Albemarle ist die entsprechende Kostenreduktion. Das heißt, trotz des stark fallenden Lithiumpreises hat man es doch geschafft, dass man hier profitabel geworden ist, beziehungsweise die Kosten richtig, richtig gut eingedämmt hat. Und das, finde ich, ist nochmal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das bedeutet, wenn dann der Lithiumpreis wieder steigt, dann kann man hier oder steigt die Nettogewinnmarge sicherlich wieder in diesen oberen Bereich, und dementsprechend dürfte die Aktie dann auch wieder diese alten Hochs erreichen. Viel hätte, wenn. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich das Potenzial, was in der Aktie steckt und was ich dann auch darin sehe. Und ich sage mal so, man muss hier den richtigen Moment abpassen, um in die Aktie einzusteigen. Auf dem aktuellen Niveau, ja, müssen wir uns mal die Bewertung anschauen. Die ist jetzt, was man die letzten Jahre anschauen, ja, wo wir quasi die Talsohle auch beim Lithiumpreis womöglich gefunden haben, ist es recht fair bewertet, ja. Das heißt, beziehungsweise am oberen Ende, ja, also nicht fair bewertet, ne, das ist im Grunde eigentlich falsch. Aber natürlich mit dem neuen Bild, dass wir jetzt steigende Lithiumpreise sehen könnten zumindest kurzfristig, ist es fair bewertet. Sollte sich die ganze Geschichte, wie gesagt, ich wiederhole mich da, sollte sich das ändern, dann ist das eben auch der Faktor, der die Aktien dann auch schnell wieder um 10, 20, auch 30% nach unten werfen kann. Also es bleibt so ein bisschen ein Risiko, wenn man das so ein bisschen, ja,
Die beste Variante ist wahrscheinlich immer stückchenweise investieren. Das heißt, hier vielleicht mal eine erste Position und dann auch noch ein bisschen Cash übrig zu haben, wenn der Aktienkurs doch drehen sollte oder der Markt. Oder halt aktiv dabei sein und wirklich tagtäglich verfolgen, was die Aktien so machen. Oder ja, wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig jetzt zu navigieren, aber wie gesagt, wer die Aktie interessant findet, langfristig auch die Perspektive mit sich bringt, dass wir hier Lithiumpreise sehen sollten, die wieder ansteigen. Ja, dann kann man auch sicherlich jetzt auf dem aktuellen Niveau mit einer kleinen Teilposition schon mal starten. Das haben wir ja gesehen, bei Albemarle ist es ja so, dass die neue Mine durchaus 1 Milliarde knacken könnte beim Umsatz und das wären dann schon so von der Marktkapitalisierung 10%. Das ist dann schon ein ordentlicher Schub, ja. Also das ist tatsächlich was, wo ich dann auch sagen würde, okay, wenn es dann in den nächsten Jahren in voller Produktion ist, dann kann es die Aktie allein aus dem Grund schon weiter nach oben treiben. Also sicherlich auch ein positiver Fakt und ein Grund, eigentlich auch mehr die Aktie, die auf dem aktuellen Niveau auch schon zu kaufen. So, kommen wir nun zum letzten Player und das ist Standard Lithium. Das ist natürlich so ein bisschen eine spekulativere Aktie, ja. Wir haben jetzt hier noch keine nennenswerte Umsätze. Wir haben aber das Projekt, was schon ziemlich fortgeschritten ist. Und wir haben auch eine relativ kleine Aktie natürlich von der Marktkapitalisierung, 600 Millionen Dollar. Das ist relativ klein und ja, sagen wir mal, wir haben ja gesehen, so ein paar 100 Millionen Dollar könnte diese Mine bringen. Ja, muss man dann sehen, auch wie der Lithiumpreis natürlich ist. Aber gehen wir mal aus von 300 Millionen Dollar Einnahmen durch die Mine. Dann wäre das ein KAV von 2 und das wäre dann schon eine Bewertung, wo ich sagen würde, auf dem aktuellen Niveau kann man das durchaus machen und je nachdem, wie der Preis ist es fair, sage ich mal, und je nachdem, wie der Lithiumpreis steht, ist die Bewertung natürlich dementsprechend auch niedriger. Das bedeutet, die Aktie kann natürlich auch dann deutlich höher stehen. Wenn die Mine völlig in Produktion ist, sehe ich da schon Aktienkurse, vor allem beim aktuellen, wenn der Lithiumpreis so bleibt, dass die Aktie durchaus hier im Bereich so von 5 US-Dollar notieren könnte. Sollte der Lithiumpreis weiter steigen, sind auch deutlich höhere Kurse drin. Ja, das muss man dann beachten. Aber auf dem aktuellen Niveau finde ich es interessant. Sicherlich auch eine spekulativere Aktie als Albemarle. Das heißt, hier vielleicht ein bisschen eine kleinere Summe investieren, weil es einfach ein höheres Risiko hat. Muss natürlich jeder für sich entscheiden und ist keine Anlageberatung. Aber die Technologie ist ja auch interessant, was Standard Lithium macht mit dem neuen Extraktionsverfahren, was, glaube ich, weniger Wasser und weniger die Umwelt belastet. Also ist an sich schon mal sehr, sehr gut. Und die Aktie ist sicherlich ein Kandidat auf jeden Fall für die Watchlist, würde ich sagen. So, das waren die 5 Aktien, die von Trumps Politik profitieren könnten. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon spannend findet, welche Aktien ihr eventuell kaufen würdet oder auch nicht, welche ihr vielleicht ganz überhaupt nicht relevant findet, ja, lasst gerne diskutieren und lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Die Links für die Playlist von den anderen Aktienvideos findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei. Bis dann, alles Gute, viel Erfolg und ciao.